Mit einem Fokus auf Europa und einem Konzert unter der musikalischen Leitung von Asher Fish sind gestern Abend die 26. Festspiele in Erl eröffnet worden. In den Reden ging es um die Bedrohung der Demokratie Europas und Kriege und Krisen, die die ganze Welt bedrohen. Das Programm unter der Intendanz von Jonas Kaufmann spannt den Bogen von Klassikern wie La Traviata bis hin zu einer zeitgenössischen Oper. Viktoria Gstier berichtet aus Tirol. Die Sommersaison in Erl wurde unter der Leitung von Dirigenten Asher Fish imposant eröffnet. Das Programm verspricht Abwechslung. Ich glaube, wir haben eine wilde Mischung vielleicht, aber eine sehr hochkarätige. Unter anderem steht mit Picture a Day Like This ein zeitgenössisches Stück auf dem Programm. Es gibt viele Fans von zeitgenössischer Musik, aber die müssen wir erst einmal finden und die Aufmerksamkeit erregen und auch beweisen, dass wir solche Stücke hier in erster Qualität zeigen können. Auch der Nachwuchs wird bei Jonas Kaufmann vor den Vorhang geholt. Das ist exakt das, was ich versuche zu machen. Eben nicht nur das Telefonbuch der Top 5 runterzubeten, sondern eben auch wirklich den großartigen Nachwuchs auf diese Weise zu fördern, dass man ihnen eine Plattform bietet. Morgen Abend wird der Startenor und Intendant Jonas Kaufmann bei der ausverkauften Wagner-Gala auf der Festspielbühne stehen. Ich begrüße einen sichtlich erleichterten Jonas Kaufmann. Nach einer Eröffnung ist man schon entspannter als zuvor, nehme ich an. Vor allem, wenn es sich um die erste Sommersaison handelt. Wie geht es Ihnen heute? Großartig. Ich habe schon geprobt. Wir haben ja morgen unsere Wagner-Gala und dafür müssen wir auch ein bisschen was tun. Aber natürlich war ich sehr froh und glücklich und ein weiterer Stein ist mir vom Herzen gefallen, als das gestern Abend so großartig über die Bühne gegangen ist. Sie haben im September 24 die Intendanz der Tiroler Festspiele Erl übernommen. Ein neuer Schritt von der Bühne hinter die Kulissen. Wie hat das Ihren Blick auf Ihre Arbeit als Sänger verändert? Ich habe mich vorher schon immer viel mit dem beschäftigt, was rundherum passiert. Also mich nicht nur sozusagen auf Singen zurückgezogen und gesagt, die anderen müssen schauen, dass sie ihren Teil erledigen. Insofern war es mir nicht ganz so fremd. Aber es ist natürlich trotzdem so, vor allem wenn man dann eben selber nicht auf der Bühne steht, dass dieses Loslassen und die anderen machen dann hoffentlich was Großartiges. Das ist wirklich neu für mich gewesen. Und die ersten Abende im Winter besonders war ich wahnsinnig nervös. Viel mehr, als ich mich erinnern kann. Vielleicht in meinen allerersten Jahren in meiner Jugend. Ihr Debüt war eine Neuinszenierung von Parsifal, eine Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne. Was war Ihre Intention? Pure Wagner-Tradition, ein junges Publikum gewinnen oder beides? Ja, schauen Sie, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich bin natürlich ein großer Verfechter der Jugend und der Idee, dass man junge Leute für unser Genre gewinnt. Aber man muss eben dabei aufpassen, dass man nicht, während man 15, 20, vielleicht 40 Jugendliche für etwas begeistert, 400, 500 alteingesessene Opernliebhaber vergrault. Das muss schon irgendwie unter einen Hut kommen. Und viel, viel schwieriger, glaube ich, als eine Inszenierung, die jetzt sozusagen verrückt in Anführungszeichen ist eine Inszenierung, die nicht die Geschichte erzählt. Weil dann haben wir nämlich nicht nur das eine nicht gewonnen, sondern das andere auch verloren, nämlich die Großartigkeit unserer Musik, weshalb wir das ganze ja machen. Und wenn dann die emotionale Seite der Musik plötzlich nicht mehr zur Handlung passt, dann verstehen eben selbst sehr begeisterungswillige junge Leute auch nicht, was das alles soll. Also man muss wirklich aufpassen, es ist behutsam. Ich will nicht alle alten Zöpfe abschneiden. Ich will keine sozusagen radikal Neugestaltung von Wagners Werk. Ich glaube, da gibt es andere, die das schon zu Genüge versucht haben. Ich will eine zeitgenössisch anmutende Interpretation dessen, was Wagner und seine Musik und natürlich die vielen anderen Komponisten auch eigentlich, glaube ich, im tiefsten Inneren gespürt und gewünscht haben. Ihr neuer Chefdirigent Asher Fish bringt Erfahrung aus Israel, Wien und Seattle mit, also aus 3 Kontinenten. Wie ergänzen Sie sich künstlerisch und was ist das Besondere an ihm als Partner für Ihre Vision?
Ja, Ascher ist ein großartiger Dirigent. Ich mag ihn wahnsinnig. Er hat auch eine extrem tolle Sprache, Gestik. Und es ist richtig, er war überall. Ich habe viel mit ihm in München, in Wien, in allen möglichen Städten gearbeitet. Ist ja immer noch Chef am australischen Orchester, reist also auch extrem viel. Und er ist auch sehr begeisterungsfähig für diese Idee, junge Menschen für dieses Genre zu gewinnen und auch junge Sängerinnen und Sänger und vor allem die Musiker des Orchesters immer wieder neu zu begeistern und auch ein bisschen anzulernen. Und so hatten wir gestern Abend eben ein, wie ich finde, großartiges Programm mit den 3 Vorspielen Palestrinas, dem Parsifal-Vorspiel und dann La Mer von Debussy. Ein wirklich komplexes, schwieriges Stück, das dieses Orchester zum ersten Mal gespielt hat. Und hier hat man wirklich gesehen, dass diese Schulung oder dieses vorsichtige immer weiterentwickeln unseres Orchesters wirklich schon Früchte trägt. Und die Begeisterung, die ich dann im Orchester spüre, die jetzt also nicht Dienst nach Vorschrift machen oder gelangweilt sind oder was auch immer, was man leider als Profimusiker immer wieder erlebt, sondern die wirklich auf der Stuhlkante sitzen, mitgehen, lachen, spüren und also das ist wirklich, wirklich toll. Also ich bin großartig begeistert von diesem Griff mit Ascher, der schon immer ein guter Freund war, der eben wirklich das Orchester, glaube ich, auf ein nächstes Level führt. Nun ist ja Erl ein internationaler Treffpunkt, wenn man so will. 70% der Gäste kommen aus dem Ausland. Wie viel Tirol soll dennoch im Programm stecken? Wie viel globaler Blick ist erwünscht? Ja, die Zahlen sind doch anders. Also ich glaube, es sind 44% aus Tirol und dann ungefähr genauso viel aus Bayern und nur der Rest, das weniger, was übrig bleibt, ist dann international, denn Bayern muss man ehrlich sagen, also wir spucken in Erl über den Inn und sind schon in Deutschland. Insofern gehört Bayern und Tirol ja irgendwie schon zusammen, trotz ihrer Widrigkeiten in der Vergangenheit, in der Geschichte. Aber es ist natürlich, glaube ich, auch meine Aufgabe, ein Haus für die Gegend zu entwickeln. Macht keinen Sinn, wie so in einer Retorte, in einer Blase zu leben und Programm und Musik zu machen für ein internationales Publikum, was sozusagen rein und raus geht. Ich finde es großartig, dass es hier im unteren Inntal dieses Haus gibt und ich glaube, es ist auch meine Aufgabe für das lokale Publikum, ob sie jetzt aus Rosenheim oder aus Kufstein oder eben aus Salzburg oder München kommen, Programm zu machen. Das ist schon wichtig. 2018 brachten Vorwürfe gegen den langjährigen Intendanten Gustav Kuhn die Tiroler Festspiele Erl stark ins Wanken, sage ich mal. Kuhn musste zurücktreten. Danach folgte unter Bernd Löbe, eine Phase der Stabilisierung und auch Neuausrichtung. Spüren Sie diese schwierige Zeit heute noch im Haus, im Team oder bei den Besucherinnen und Besuchern? Oder hat sich Erl inzwischen ganz neu wieder aufgestellt? Ich glaube schon, dass er sich neu aufgestellt hat. Natürlich, irgendwo weht der Geist der Vergangenheit durchs Haus. Ich sage immer, der musikalische Geist von Gustav Kuhn ist natürlich spürbar, denn ohne ihn hätten wir dieses Festival heute nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir sind natürlich angehalten, sozusagen in der vordersten Front der Aufpasser, wenn man das so sagen darf, zu stehen. Das ist klar. Ich glaube nicht, dass ich mir jemals irgendetwas annähernd zu Schulden kommen habe lassen. Und ich bin, glaube ich, auch sehr dafür bekannt, dass es bei mir keine Obrigkeitsrangfolge gibt, sondern ich versuche das alles immer auf der gleichen Ebene zu lösen, egal mit welcher Abteilung. Und auf dieser Ebene, glaube ich, kann man dann auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wo diese Dinge wie auch immer und ob sie auch immer vorgefallen sind. Wir wissen ja, es ist aus diesen Prozessen am Ende leider nichts herausgekommen. Ich denke, da haben wir das Übel, so es denn existiert, schon an der Wurzel gepackt. Unser Hotel für unsere Künstler und Künstlerinnen heißt KünstlerInnen Residenz. Also auch da haben wir sozusagen schon öffentlich uns zu dieser Sache bekannt. Also ich glaube, intern ist das kein Thema mehr. Letzte Frage noch zu Ihrer Person. Sie stehen mitten in 2 Karrieren, als gefeierter Tenor und als Festivalleiter. Wie lange kann man so ein Doppelspiel durchhalten und was ist Ihnen wichtiger, die Bühne oder doch das Festivalhaus? Naja, diese Gewichtung wird sich vielleicht über die Jahre irgendwie verändern. Momentan bin ich vielleicht bei 10-15% meiner Karriere, die ich als Intendant verbringe und der Rest ist der Tenor, der die Welt bereist. Das kann, wie gesagt, schon sich verändern. Dementsprechend
dementsprechend bin ich sicher nicht der singende Intendant, sondern eher der theaterleitende Sänger. Und das hat aber auch sein Gutes, weil ich natürlich auch keine besonderen Lorbeeren oder extra Aufmerksamkeit durch irgendwelche produzierten Skandale erreichen muss, um irgendwie mit aller Gewalt in die Presse zu kommen. Ich kann ganz entspannt aus der langjährigen, jahrzehntelangen Erfahrung, die ich als Sänger auch eben hinter den Kulissen mitgenommen habe, meine Programmation machen und die Fehler, die ich vielleicht bei der einen oder anderen Entscheidung meiner neuen Kollegen so empfunden habe, dann einfach besser zu machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Jonas Kaufmann, und wünsche tolle Festspiele, Erl. Wir werden weiter. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Danke sehr.